Ik weet niet wat het met je gaat, maar geloven is een ding en een thema, wo voor mij, vanuit mijn hart onderzoeken doe, werken wat ik zeggen doe, ik leef, en wat ik doe, dat stemt niet aan me. En dat is voor ieder Christ zo. We willen allemaal beter, we willen allemaal doller Gott te vertrouwen. En vandaar wil ik ons wieder in onze series Gloowen verlengen gaan. En we willen vandaar zijn, waar we dan in Gloowen wandelen. Het thema voor vandaar is Aules Ja. Waar schafft Gloowen in jeder dag in ons leven? Waar doen we Gott navolgen in Gloowen? Pas in de terug zeggen we zullen niet door wat we zijn wandelen, maar leven durch Gloowen. Vandaar wil we in Sprecher Kapitel 3, in deze versen zijn, like vele van ons zeer bekend, Sprecher Kapitel 3, 5 bis 6. De vijfde en zesde vers, dat zijn bekende versen. En hier zijn 4 dingen, wat Salomo ons leren deed, waar we zullen in Gloowen wandelen. Weer gaan we aanvangen met je bed. Laten we ons voor, we zijn Christen, wat ik vreemd doen, dat we kunnen ons aan die houden. We zijn aber Christen nogmaals wat zijn dat we komen vielleicht hard en waar zij we geloven. Maar Gott, we weten ook dat u best gnädig en u best ons helpen. En vandaar Gott, ik bid dat u was mij de wied geven, dat ik wat klaar kan uitbrengen, wat u mij op mijn hart gelegd hast. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Twee zijn der terug, ik vertelde met wem en ik zei, 2 zijn der terug, mij valt ik de boodschap dat we een beetje met een fout hängen, een beetje noschuiven. We zullen ons geloven uitleven en vandaar wil ik ons aanladen. Wanneer ik 2 zijn der terug een beetje schuiven deed, vandaar wil ik aanladen. En zo, ik wil gaan dat we zullen vrij zijn in Jezus Christus. Dat is mijn verlangen voor ons. Niet dat we verbonden zijn met alle soorten dingen wat ons terughalen doen, maar dat we vrij zijn in Jezus Christus. En zo willen van deel zijn, waar we kunnen alles naar Jezus geven. Sprecher Kapitel 3, 5 bis 6 sagt dit. Verlaat die op den Herrn met den ganzen Hart. En verlaat die niet op den enen Verstand. Denk aan hem in alles wat hij doet. En hij wordt die den rechten Weg wijzen. We sagen groß dat Leid, den wird als ein Licht für mich und Gott sein wird als den Weg. Der wijst uns den Weg. So, der erste Punkt, was wir in dieser Forschung sagen, ist, wir sollen uns ganz verlassen auf uns Herrn. Das sagt, verlass dich auf den Herrn mit dem ganzen Hart. Wir haben gesehen, dass Glauben ist nicht bloß, was wir glauben, das ist nicht bloß, was wir glauben ist so. Glauben ist Vertrauen. Und ich will sagen, für uns, Tag bei Tag, Glauben ist dollar, was wir vertrauen. Wer wir vertrauen, dann ist, was wir glauben. Was wir glauben, so ist. So, Vertrauen ist wichtig, das ist zentral, nur wo wir glauben sein dann. Wir sollen uns ganz verlassen an uns Herrn. Dann würde ich uns die Frage stellen. Haben wir ein Vertrauen an Gott? Viele von uns würden sagen, sicher. Aber wer wird Zeit nehmen von dir? Wer wird uns hart lassen und segnen? Haben wir wirklich ein Vertrauen an Gott? Ein Vertrauen, was ernst ist. So, wo do wir Gott vertrauen? Wir tun Gott vertrauen, mit sicher sein, dass Gott seine Kraft und dass Gott treu ist, das ist genug für uns. Wir sind uns sicher. Das ist ein Vertrauen. Wieder, wir wandeln, wir vertrauen Gott und wir stimmen mit, dass Gott allein ist treu. Wir können uns ganz vertrauen an ihm. Und dann ist wir wollen Lothar sein von dir. Wir stellen unsere Augen an Jesus Christus. Salomo sagt hier, wo sollen wir Gott vertrauen? Wir sollen Gott vertrauen mit uns ganzes Hart.
Das interessante Ding ist, Vertrauen ist nicht ein Ding, was wir mit bis unsere Gedanken kennen, mit unsere Gewissen. Vertrauen ist ein Ding, was wir mit dem Hart tun. Das ist, ich würde sagen, meist allmählich, dort wir unseren Hart bis merken, dann, was Vertrauen. Merken, dass wir entscheiden, zu vertrauen, dann mit der Zeit kommt uns Hart mehr. Du hast in Port von Vertrauen, wo wir entscheiden dann, aber das ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir müssen die Arbeit tun, wir müssen Gott loten in uns Hart schaffen, so dass uns Hart kann vertrauen. Ohne dass uns Hart vertrauen wird, und wenn wir bloß mit unseren Gedanken und uns Verstand vertrauen dann, wir wollen niemals in vollen Vertrauen haben an Gott. Ich glaube, das ist schwer, um Gott zu vertrauen. Du sagst, welche Wege, wo wir kämpfen mit Gott vertrauen. Welche für uns, und wenn wir denken an Vertrauen von Gott, welche für uns haben Vertrauen an Menschen. Wo Menschen leiten uns doll. Menschen, die uns verlieren. Menschen, die uns anschmieren. Und wir würden gerne sagen, uns Vertrauen als Verbrechen. Wir haben in einer sehr schweren Zeit Gott zu vertrauen, ohne Vertrauen, weil wir die Hand uns mal anschmieren. Und wenn ich Frauen eine Hand abwiesen, wer hat sich gelassen, Vertrauen brechen? Ich glaube, wir würden alle Hand abregen. Und dort ist werken, warum wir so eine schwere Zeit haben, Gott zu vertrauen, weil Menschen haben unser Vertrauen gebrochen. Das ist dann sehr wichtig, dass wir von heute die Entscheidung merken, dass wir wollen lieber Gott vertrauen, für wer er sagt, er ist, lieber ist das Beispiel, was wir von anderen Menschen kriegen. Das ist sehr wichtig. Andere Menschen wollen Fehler merken, aber wir müssen uns dann an Gott halten lieber. Aber das ist auch, dass uns Vertrauen an Gott wird noch mal gebrochen wird. Wir haben welche Expectations, was wir von Gott haben, Dinge, was wir verlangen von Gott. Und Gott tut nicht die Dinge, was wir dachten, er wird tun. Und dann, wir würden gerne sein, wir haben ein verbrechenes Vertrauen an Gott. Zum Beispiel, vielleicht doch wir verlangen dort, wir dachten, das wird so sein, dass Gott wird uns einmal gesund halten. Oder vielleicht doch wir, dass Gott hat uns dort versprechen, dass unsere Kinder würden einmal mit Jesus Christus gehen. Und willst wir dort wirklich glauben und dort nicht passiert, dann haben wir nicht mal einen ganzen Vertrauen an Gott. Weil das ist sehr wichtig, dass wir lieber Gott vertrauen und was er sagen wird von sich selbst, lieber als was wir wünschen, er will für uns. So uns Vertrauen an Gott, mit der Untergrund haben in Gott sein wird. Was sagt Gott, er hat uns versprochen? Nicht, was wir wünschen, er wird tun für uns, aber was hat Gott gesagt, er wird tun für uns. Und dann uns Vertrauen in Gott sagen. Wir sollen in Gott mit uns ganzen Hort unser Vertrauen stellen. Wir sollen lieber Gott vertrauen, ist uns selbst vertrauen. Das ist der nächste Part von der 5. Vers. Er sagt, verlot die nicht ab, den ihr nicht verstand. Wir sollen in Gloowen wandeln, lieber ist an unsere innere Weisheit. Sprecher Kapitel 14, der 12. Vers sagt es dort. Viele gefällt den Weg sehr, aber am eng viert arm deit hem dood. Ich glaube, das sagt es hier so, viele gefällt den Weg sehr. Ich kann ein Bild von einem Mann, was läuft, alles, was er tut, ist gut. Je habt das vielleicht mal beobachtet und gesehen, das ist einmal die eine Person, was läuft, er stinkt nicht. Nicht so? Wir haben Mitsposten hier. Wir haben alle so ein Weichtum sein, er stinkt nicht. Weil einmal er tut, stinkt niemand. Nicht? Ich glaube, viele von uns sind so gesonnen. Alles, was wir tun, ist reich. Alles, was wir tun, ist sehr gut. Wir sind klug und wir stinken nicht.
Was sagt es hier? Viele gefällt en wach sei, aber im eng viert arm deit dood. Wir sind lang nicht so weise, als wir glauben, wir sind. Wir sind lang nicht so klug, als wir glauben, wir sind. Bloß so, was sich ganz hanjäwen nur Jesus hat, der wirklich die Weisheit. So, wo sind wir dann Menschen, die an sie ihre Gedanken verloren tun? Ich glaube, wir merken eine Entscheidung, ohne dass wir beten tun. Wir freuen nicht verrot von unseren Christen. Willst wir glauben, wir sind klug, wir sind weise. Aber das sagt hier, wenn wir bis an uns ihre Gedanken verloren tun, fährten eng viert am dei zum Tod. Wir machen leider ein Krax in der Wahrheit, ist nicht bis an unsere inneren Gedanken verloren. Wir machen in Gloowen wandeln, leider ist Feiling. Wir machen leider in Gloowen wandeln, ist Feiling. Wir sind Personen, die so leicht, bis in Feiling wandeln. Wir merken Entscheidung, wie feilen uns die Entscheidung ist reich. Aber wir müssen viel lieber finden, was erst das Wort hat, und dann unsere Gedanken anstellen, nur das Wort hat, und dann, wenn unsere Feiling nicht stimmen mit was das Wort hat erst, dann müssen wir unsere Feiling anstellen. Sei erfahren, merken wir Entscheidung, was ordentlich ist, wo wir uns fallen. Zum Beispiel, wenn wir beleidigt sind, dann fallen wir uns doll. Dann fallen wir wie Hand wird. Und wenn wir dann eine Entscheidung merken, dann die wird und die Ohr ausleben, dort ist eine Entscheidung, die verbunden ist mit der Feiling. Aber das ist viel wichtig, dass wir uns Glauben anstellen, was so ist. Wir sollen leiftollig und vergeben. Wir müssen leiftollig sein und andere vergeben. So wo do wir dann lieber in Glauben wandeln als in Feiling? 2. Korinther Kapitel 10, der 5. Vers, das letzte Part von diesem Vers sagt das. Wir nehmen alle Gedanken fast, die dort Christus gehorchen müssen. Wenn unser Feiling nicht ableint, was Gott gesagt hat, dann sagt er hier, wir sollen unsere Gedanken festnehmen und wir sollen sozusagen unsere Gedanken bematten. Unsere Feiling bematten. Ich glaube, der Wahrheit haben das verstehen erst. Ich glaube, wenn wir mit beobachten, wo Älteren ihre Dinge abtragen, und ich will bis, das sei nicht zu Menschen, proben auf Feite klingen, besonders, aber es sind wirklich zwei Sorten Älteren. Eine Sorte Heim, wo die Älteren in Kontrolle sind, und eine Sorte Heim, wo die Kinder in Kontrolle sind. Heute muss beobachten, dass das sind Älteren, die freuen ihre Kinder, was sie wollen, und dann, sie würden dann vielleicht sagen, na, ich würde es gleichen, wenn die Fan da saßen. Ich würde es gleichen, wenn du getidig reden des. Und als der kleine Kind in Stuhl und fand und rammt ran und Hannen trägt die Hopsen und der Vater sagt, na, da wird Fan sein, wenn die was abhören. Aber der lässt das Kind bis gehen. Und der wird darum sagen, wie uns erst amtlich wird wie weiten, wenn das Kind bis Lehrerschaft hat, wenn das Kind war trag gewesen, der wird das abhören. Und dann haben wir andere Sorte Eltern, was wir kann sein, das Kind, der weit, der kann das nicht tun. Wenn der würde sich dort in Stuhl tun, dann würden die Eltern das Kind belehren. So muss wir sein mit unserer Feiling. Wir können nicht so eine Eltern sein über unsere Feiling, weil unsere Feiling Leute ganz frei und alle Kontrolle haben über uns. Wir müssen so eine Eltern sein über unsere Feiling, was streng sein an unserer Feiling. Wenn unsere Feiling nicht stimmen soll mit Wort Gottes, dann müssen wir unsere Feiling bematten. Wir müssen eine Ordnung anführen. Das sagt hier, wir nehmen unsere Gedanken fest, dass die Christus gehorchen müssen. Wir bematten unsere Feiling.
En dort is wo we kan leven en vertrouwen wonen is valling. Wir verloten uns nicht an unsere inneren Gedanken, wir würden kein mehr dort sein, aber an unsere innere Falling, leider an was Gott sagt und leider an Gott uns ganz verloten. Der zweite Part dann sagt, denk an Arm in alles, was du tust. Denk an Arm in alles, was du tust. Das wird hier, was Ewe gesagt hat, meint mehr als bis an am Denken. Wenn wir sagen, wir denken an die, das meint bis auch, wir gehen ans Tag durch. Und dann wieder ein Moment, wo wir ein bisschen über das denken und dann irgendwie weiter wieder. Das ist nicht das Bild, was wir hier haben. Das wird Ewe gesagt in Englisch noch submit. Wir würden gerne sagen, hanjäwen. So, dann war ich dem das verstehen, dass das Ewe sagt, in alles, jev jent Han in alles, was du tust. Da würde der Rechte sein, um das falsch verstehen. In alles, was du tust, nicht bloß am Denken, aber in alles, was wir tun, wir sollen uns hanjäwen. Ich würde ganz tauschen. Wenn du in einen Kopf die Männer nicht bist, das ich sagen, ich lege mich nicht hanjäwen. Ich glaube, wenn ich die Rüte checken, ich würde sagen, die sind vielleicht noch ordentlich einen Kopf die Männer nicht so. Wir legen uns nicht hanjäwen. Wir legen uns innen Wellen, wir legen uns innen wach, und wir sind ein bisschen das kleine Kind, was den Stuhl die Füße wiesen wird. Ich war nicht. Nicht so? Wir sind Fernsehne. Uns geht dort nicht schein, uns hanjäwen. Wegen wir glauben, wie weit besser. Und wenn uns so klar ist, wie weit nicht besser, wir gleichen doch an sie in der Wahrheit, wir gleichen dort besser. Aber das erfahr sagt, wenn wir in Glauben wohnen wollen, wir müssen uns ganz hanjäwen nach Jesus Christus. Römer Kapitel 8, der 7. Vers sagt, wenn wir es dit gesonnen sind, jängen an. Hör mal, was er sagen wird von uns. Wer fleischlich gesonnen ist, der ist feindlich gegen Gott. Weil dort Fleisch nicht Gott ungedun ist und auch nicht kann, wann dort auch will. Wenn wir nicht Gott ungedun sind, das sagt hier, wir sind fleischlich und feindlich. Wir sind feindlich gegen Gott. So, die Bibel merkt, dass hier sei ja klar, wo wir sollen sein. Wir sollen nicht feindlich sein. Wir sollen nicht fleischlich gesonnen sein. Wir sollen Gott ungedun sein. Wenn wir uns hanjäwen nach Gott, ich glaube, wir müssen dort tauschen. Der Weg, was wir gegangen sind, die Gedanken, was wir haben gehabt, die Vertrauen, was wir haben gehabt, die sind artig gewesen. Aber das ist schwer. Ich weiß, das ist schwer, das tauschen, wir werden artig. Aber jede Person, die nach Gott kommen wird, die muss die kleinen Pferde den Kreuz und sie ihnen Wellen abgeben. Den ihnen Wellen ans ihnen wach und die muss abgehoben, dass Jesus für den Kreuz ist, der aufnehmen wird. So dort Jesus Christus sein Leben, was Jesus Christus durch wahre Abstoßen gewinnen hat, uns nicht leben haben. Das ist nicht uns ihnen Leben, wo wir leben, das ist nicht uns ihnen Leben, wo wir wohnen durch Glauben. Das ist das Leben, was wir in Jesus Christus haben. Aber das fehlt, dass wir uns altes Leben erst abgeben, dann wir geben dort ganz haben. In all unserer Wege, gib die Hand nach Jesus Christus. Ich denke, was mir persönlich sein Stich ist, und das wird ich viele Dinge in diesem Thema belebt. Wenn wir uns nicht verstärken, wenn wir unsere sind und wo wir selbstsüchtig sind, nicht verstärken, ohne Jesus Christus sein Namen. Was ich meine mit das ist, er sind viele Christen von der und da, und ich glaube, nu in das Coronavirus-Zeit kommt das auch zu Licht. Wir sind sehr selfisch, wir denken, fertig bis an uns selbst, was wir wollen. Wir glauben, wenn die Kirche zu Städten wird anstellen, wenn
ohne Christen würden so und so tun, dann würde alle besser schaffen. Aber wo alles wat wir sein, ist, ich will das so und die anderen machen das so tun. Und wir sind selfish. Wir sind selbstsüchtig. Und willst du das mit solchen Dingen verbunden ist, dann sagen wir das ist christlich. In alle unsere Wege sollen wir uns hanjäwen nach Gott. Der ist nicht Ruhm, dass wir für uns selbst streiten tun. Wir sollen bloß für Jesus Christus streiten. Das sagt hier wieder, wir sollen in alle unsere Wege uns hanjäwen. Das sagt in alle unsere Wege. Gott fragt nicht für das Sport für uns Leben. Gott fragt für uns ganzen Leben. Der Name für Gott wird meistens gebraucht in der Bibel als Herr oder Herrn. Und das ist das englische Wort Lord. Und das Wort muss wir recht verstehen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Was meint das Wort Herr? Eine leichte Weise, um das Wort erklären als das. Gott als Boss über alles. Das ist, was Herr meint. Er ist Boss über alles. So, wenn wir Gott anrufen, dann ist Herr, was wir sein, dann ist Gott als Boss über mich, mein ganzes Leben. Und in Predigt haben wir gesagt in Englisch, if Jesus is not Lord over all, he is not Lord at all. Das nicht ganz über sagen, plötzlich, aber wenn Jesus Christus nicht Herr ist über alles, dann ist er überhaupt nicht Herr. Und das ist, ich sehe, ich fange an und ich sehe, von der will ich ihn anladen. Ich will ihn anladen von der, um ihn ganz hanjäwen nach Jesus Christus. Ich will ihn nicht bematten. Ich will ihn anladen. Du hast einen großen Frieden in uns hanjäwen nach Jesus Christus. Viele von ihnen, die wandeln in den Gloowen und die proben Jesus Christus so gut als sie können nachfolgen. Aber das ist ein bisschen, dass viele von ihnen einen großen Sack drehen dann auf den Regen. Und in den Sack sind alle Sorten Dinge. Vielleicht sind du Sinn, was die proben plötzlich zu holen. Vielleicht sind du Dinge in den Sack, die lang und alt sind und lange in dort Sack gewesen sind. Vielleicht Jahren trägt, hat eine Familie oder ein Bruder oder ein Schwester oder ein Freund, die wörtlich sei beleidigt. Und dort erst noch in uns Sack. Jesus wird uns von dir anladen. Wer wir den Sack nicht länger mitdrehen. Wer wir den Sack übergeben. In alle Wege gib die Hand nach Jesus Christus. Vielleicht sind wir Christen, was in uns innen hört. So ist das kleine Kind in das Stuhl, die kleine Füße wiesen wird. Wer wir von der den Sack auch aufnehmen. Wer wir den Sack ganz hanjäwen nach Jesus Christus. Und dann, letzter Part, sagt dann, was wird passieren in uns Leben, wenn wir uns ganz hanjäwen tun. Und dort sagt es das. Und er wird die den rechten Weg wiesen. Weißt du, wie das Christen, wir segnen für den rechten Weg. Wir wünschen für den rechten Weg. Wir wollen den rechten Weg. Aber den rechten Weg ist bloß mehrlich in einer Weg. Den rechten Weg ist bloß mehrlich und für uns, wenn wir in Glauben haben. Du hast keinen anderen Weg. Das ist der einzige Weg, wo Gott uns den Weg wiesen wird. Wenn wir uns hanjäwen, dann, wenn wir uns verloten dann und arm, und leider aus uns an uns selbst. Wer merkt den Weg Glück? Und wer wird uns wiesen, wo den Weg reich ist? Das ist Gott. Das ist nicht, dass wir nu so zum Beispiel sein dort, wir geben uns Hand nach Gott und dann sei wir hier
En viele van jullie hebben gewoond in een stad waar er een dikke wild is, een dikke bos. En hij kon er niet doorgaan. En viele van jullie hebben vielleicht een machete genomen, dat op je hart dat u een stich is. Viele van ons hebben dat te houden, dat wanneer we ons hanjäwen doen, alles wat Gott deed, is hanjäft ons de machete, zodat we kunnen ons in een weg opmerken. Wer merkt den Weg op? Is het ons? Dat is Gott wat den Weg opmerken deed. Gott is die met de machete. En wat hij vreemd deed van ons, en dat is wat ik meen, hij deed ons aanladen. Kom en follow me nou. Kom en go den Weg nou wat ik opmerken doe. Dat woord wat hier gebruikt wordt, een reichen Weg, dat meint, dat is een Weg wat gelijk is, wat recht is, wat onnemend is en wat oprechtig is. Wanneer we ons in dit Weg denken dan, we denken vielleicht verken aan de weg wat we onze vorige van de dag aan vorn doen. En ferner glatter Weg, wat vielleicht keine Knubbels heeft, en dan kan ze stark vorne in den Weg is merklich. Maar den Weg wat hier wordt versproken, is den Weg wat Jezus van reden deed. In de andere steden sagt Jesus Christus, dat is niet den leichten Weg. Aber Gott is die, wat verder ons gaan deed. En hij is die, wat den Weg opmerken deed voor ons. Hij is die, wat den Weg recht merken deed voor ons. Een van de Leiter, wat in deze laatste tijd, in deze coronavirus-tijd is, sehr wichtig geworden für die Kerk. Und wenn ich Kerk reden da über die ganze Welt, not erst das wird Wegmerker. Und viele kennen das wird, das Leid, das ist in Englisch Waymaker. Und das ist von der Staats Kerk, der hat das Leid geschrieben. Und der Kurs ist das, Wegmerker, Versprechen Holler, Wunderwirker, Licht in der Dunkel, mein Gott, dort ist wer die Best. Und dann in der Brief sagt es das, wann ich dort nicht sei, du schaffst her. Wann ich dort nicht feil, du schaffst her. Du hirst niemals ab mit Schaffen. Gott hielt niemals ab mit Schaffen, er hielt für uns und er merkt den Weg auf für uns. Und er kriegt uns von dir. Du mir nur fallen in Glauben. Dat is ons geloven en ons hanjäwung naar Gott, wat ons op diesen Weg holen deed. Dat is niet onze goede werken, dat is ons geloven. Keiner kan je nu goede doen, dat ze op diesen Weg blijven doen. Heb je maar even gedacht? We hebben dat zelf te houden. We kunnen niet genoeg goede dingen doen, dat Gott ons wil raden, dat we de ware geburt kunnen verdienen. Maar vele van ons, Christen, wir proben so sehr zu schaffen, so gut zu sein, ist merklich, so dass wir den Weg bleiben dann. Wir bleiben bloß an den rechten Weg durch Glauben. Gott wird uns anladen. Folge mir nur in Glauben. Was tun wir dann, wenn wir an diesem Weg sind und wir mautlos fahren? Hebräer Kapitel 12, 1-3. Glaube ich, leert uns klar, was wir tun sollen. Hebräer Kapitel 12, 1-3. Sagt es dort. Willst wir nu so viele haben, die mit einem starken Beispiel von Glauben als ein Werk am uns sind, weil wir nu auch den Sinn aufleihen, der uns so leicht anhängt und schwerlich merkt, en onhoudend ranen, zo als dat voor ons bestemd is. Wel wie, Jezus allemaal in uw holen, die den Glauben in ons angefangen heeft, en ook vorig merken wordt. Jezus had kunt Fried haben, aber hij neemt dat Lieden und Kreuz op zich, en de schand, zo als van dat nisch wir. En heeft zich aan de rechterzijde van God zijn troon gezet. Stelt junt den ver, die zich van veel
von de wahre gesprochene Sünder gefallen leid. Dumert je in jene Seiling nicht meid und mautlos worden. So er sagt, ihr Schwieseln in der ersten Vers sagt, willst wie nu so viel haben, die mit an starke Beispiel von Glauben als in Werk Rahmen uns sind. En in Hebräer redt hij van Kapitel 11, en er worden veel opgenaamd, wer een Beispiel zijn voor ons, wo we zijn in sterken Glauben wandelen. En ik geloof van dit kan we ook nemen, we zullen van orde leren. Zonder wat ver ons zijn gegaan. Predikers, orde wat han een leven geleefd, wat een Beispiel is voor ons. En wie kan zijn, wo zij han niet opgegeven. Wann zij in een schwere tijd wären. Maar ik geloof wat meest wichtig is dit. We zaten onze ogen aan Jezus Christus. Hij is die wat den Weg opgemerkt heeft. Hij is de Wegmerker. Hij is die wat de Machete heeft. Dat zegt, hij heeft ons geloven aangevangen. Hij is die wat ons geloven wat vorig brengen. Hij is die, waar we zullen met onze ogen vast zijn. We zullen naar hem kijken. En wat Jezus deed, zullen we nog volgen. Wer is dat dan, wat ons leiden deed, zodat we vrij zijn? Tam Jezus Christus nog volgen? Dat is Jezus Christus. Hoor maar wat het in tweede vers zijn deed. Wel wie met Jezus, wel wie Jezus allemaal in oog houden, die den Glauben in ons aangevangen heeft. En ook vorig merken wordt. Wanneer we ons vertrouwen ganz in Jezus haben, dann wird Gott uns Glauben vorig merken. Dat is niet wie wir ons Glauben vorig merken deed. Dat is niet wie wir durch wat wir wollen und wat wir proben, dat wir in vordien Glauben haben. Dat is Jezus wat het schaffen deed. Ik wil van deel sluiten en ik wil je aandoen. En die worship team die wordt opkombald en zij worden en lied zingen, alles geef ik Han naar Jezus. Alles geef ik Han. Dit is het Engelse lied, I surrender all. Ik wil je van deel aandoen. Ik wil hier fern zijn en mijn vrouw wordt vielleicht ook. En we willen je aandoen, wanneer je dingen hebben, wat je terughouden deed. Vielleicht zijn er dingen wat je plicht houden. Oder vielleicht zijn er dingen wat zwaar zijn en je een upload geven deed wat niet meer nodig is. Ik wil je aandoen. Geef dat even naar Jezus. Waar we die dingen niet langer metrouwen. Waar we die dingen in alles wat we doen, hanjäwen naar Jezus. Waar we sluiten met een gebed. Gott im Himmel, wir sind dankbar, dass wir können uns vertrauen. Diese Version von dir, die lehren uns. In alles, was du tust, gib die Hand nach Jesus. Und Gott, ich bete von dir, und wer immer das horchen wird, wer immer das hören wird, Gott, ich bete, dass du wirst Menschen tragen nach die Salz. Das ist dein Wort. Du kriegst uns, um die nur folgen, willst du uns Gott bist. Du sagst, komm und folge mir noch. Willst du, weißt, was der rechte Weg ist. Und Gott, wenn wir Christen sind, was welche Dinge festhalten, was uns zurückhalten wird. Wer das hebräische Schreiber sagt, wer wir die Dinge aufschmieden, sodass wir ganz frei sind, Jesus Christus nur zu folgen. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.